Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute werden wir ein kleines, aber sehr mächtiges Wort im Deutschen genauer anschauen. Doch, du hast es sicher schon öfter gehört, aber weißt du wirklich, wie es in verschiedenen Kontexten verwendet wird? Keine Sorge, das werden wir gemeinsam herausfinden. Ein sehr häufiger Einsatz von doch ist als Antwort auf eine negative Ja-Nein-Frage. Wenn jemand etwas Negatives fragt und du etwas bejahen möchtest, was im Widerspruch zu der Frage steht, dann benutzt du doch. Das klingt ein bisschen kompliziert, aber mit einem Beispiel wird es deutlicher. Du hast keinen Hund, oder? Doch, ich habe einen Hund. In diesem Fall sage ich doch, weil mein Gesprächspartner etwas Falsches angenommen hat. Das Wort doch macht mit einer negativen Frage genau das Gleiche wie was ja mit einer positiven Frage macht. Du hast einen Hund, oder? Ja, ich habe einen Hund. Noch ein Beispiel. Du bist nicht schon wieder krank, oder? Doch, ich bin krank. Achte auf den Unterschied. Die Frage ist negativ, die Antwort ist aber positiv. Das macht doch so nützlich. Doch kann auch als Modalpartikel in Aussagesätzen verwendet werden. In diesem Fall bringt es eine Art Nachdruck, um eine Aussage zu betonen oder eine gewisse Überraschung zu vermitteln. Das ist doch eine großartige Idee. Hier drückt doch aus, dass der Sprecher besonders überzeugt oder überrascht von der Idee ist. Du hast doch Zeit, das zu machen. In diesem Satz wird das Wort doch verwendet, um etwas zu betonen, also um diese Annahme zu betonen, dass die Person eigentlich keine Ausrede hat. Doch kann also eine Art Bestätigung oder Betonung sein, so fast wie natürlich oder wirklich. Auch im Imperativ, also beim Geben von Befehlen oder Aufforderungen, wird das Wort doch gerne verwendet, um diese Aufforderung oder Bitte ein bisschen zu verstärken oder vielleicht sogar höflicher zu machen. Komm doch bitte pünktlich. Hier ist doch eine freundliche, aber nachdrückliche Art zu sagen, es wäre wirklich gut, wenn du pünktlich kommst. Natürlich kann man trotzdem unhöflich oder genervt wirken, egal was für eine Modalpartikel man verwendet. Lass es doch einfach. In diesem Fall könnte das Wort doch die Aufforderung entschlossener oder überzeugender machen. Es ist fast wie eine Bitte, aber mit einem Hauch Dringlichkeit und Genervtheit. Lass es doch einfach. Manchmal kannst du doch verwenden, um einen Kontrast oder eine Überraschung auszudrücken, ähnlich wie aber oder jedoch. Er wollte nicht kommen, doch am Ende ist er erschienen. Hier wird doch verwendet, um eine unerwartete Wendung der Ereignisse auszudrücken. Er wollte nicht kommen, aber er ist trotzdem erschienen. Dieses Wort könnte man auch durch aber ersetzen. Er wollte nicht kommen, aber am Ende ist er erschienen. Wenn wir es durch jedoch ersetzen wollen würden, müssten wir jedoch die Wortstellung ändern, da aber und doch als koordinierende Konjunktion verwendet werden können. Jedoch ist jedoch keine Konjunktion. Er wollte nicht kommen, jedoch ist er am Ende erschienen. Noch ein Beispiel. Ich habe meine Hausaufgaben doch nicht vergessen. Hier drückt doch aus, dass etwas anders gekommen ist als erwartet. Vielleicht hat die Person schon gesagt, dass sie es vergessen würde, aber am Ende war das doch nicht der Fall.
doch hat noch einige andere Bedeutungen oder Nuancen. Aber das Wichtigste ist, dass es fast immer etwas mit Betonung, Bestätigung, Überraschung oder Kontrast und Widerspruch zu tun hat. Hier sind noch einige Beispiele. Du hast doch keine Angst, oder? Hier wird doch verwendet, um zu überprüfen, ob die Annahme der Person falsch ist. Also hängt diese Frage mit Bestätigung und Widerspruch zusammen. Es war doch nicht so schwer, oder? Hier wird doch verwendet, um auszudrücken, dass etwas leichter war als erwartet. Doch ist ein unglaublich vielseitiges Wort im Deutschen. Es kann als Antwort auf negative Ja-Nein-Fragen benutzt werden. Es kann als Modalpartikel für Aussagesätze funktionieren, um eben etwas zu betonen. Aber es könnte auch in Imperativsätzen verwendet werden, um eine Bitte nachdrücklicher zu machen. Es kann auch verwendet werden, um einen Kontrast auszudrücken oder Überraschung zu vermitteln. Wenn du doch richtig einsetzen kannst, wird dein Deutsch lebendiger und natürlicher. Denke daran, solche Wörter immer wieder im Kontext zu üben, sodass sie in deinem aktiven Wortschatz bleiben. Doch ist ein kleines Wort, aber mit großer Wirkung. Ich hoffe, du hast jetzt ein besseres Verständnis dafür, wie du doch in verschiedenen Kontexten verwenden kannst. Übe es ruhig mal in deinen eigenen Sätzen. Wenn du deine Sätze in die Kommentare schreibst, dann kann ich dich korrigieren. Und wenn dir dieses Video geholfen hat, gib ihm doch einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal für mehr Tipps und Tricks zum Deutschlernen. Also bis zum nächsten Mal. Tschüssi!